Heute, liebe Leute, möchte ich reden über unseren historischen Lieblingsfeind. Hier schon wieder da. Bringen Sie noch ein bisschen mehr Baguette. Mehr Baguette. Wir sind schon wieder da. Mal kurz noch mit. Atme kurz noch aufwerfen. Denn momentan sind Präsidentschaftswahlen. Macron, Le Pen und mehr stehen bzw. standen zur Wahl. Aber wie genau funktioniert die Wahl? Die Franzosen wählten am 10. April ihren Lieblingskandidaten. Aber damit ist der Wahlschluss aber lange nicht vorbei. Denn 2 Wochen später, am 24. April, diesen Sonntag, wählen sie ein zweites Mal. Es ist die entscheidende Stichwahl zwischen den beiden Lieblingskandidaten der ersten Runde, Emmanuel Macron und Marine Le Pen. Und das alles für einen Abend? Ja, okay, es ist mächtig in Frankreich. Ha, wen ist schon Frankreich? Ich habe gehört, Österreich hat noch ein Plätzchen frei. Und der Macron ist doch auch kurz. Obwohl, Marine Le Pen könnte einfach HC-Strache 2.0 werden. Egal. Denn der französische Präsident kann Sachen, davon kann Scholz noch von träumen. Er kann Neuwahlen ausrufen, er nennt den Premierminister und ist Oberbefehlshaber des französischen Militärs. Da kann er froh sein, dass es nicht das Deutsche ist. Kommen wir zu den Kandidaten in Frankreich. Auf der einen Seite haben wir den EU-Freund Emmanuel Macron, der sich aus Diskussionen vor der Stichwahl am Sonntag zurückhielt. Er steht für Vollbeschäftigung, rennt jetzt ab 65 Jahren und will sogenannte medizinische Wüsten bekämpfen. Auf der anderen Seite haben wir die EU-skeptische und migrationsfeindliche Kandidatin Marine Le Pen. Den halbtoten Mann, ich meinte die blonde Rechtspopulistin von nebenan. Ja, ich rede von dir, Marine Le Pen, die trotz des Verlusts ihrer Tochter, den noch rechteren Seymour und dem Verbrennen von Wahlkampfflyern mit Selfies mit ihr und Putin auf Platz 2 der Stimmen blieb. Sie will bei Jobsuche unter anderem Franzosen künftig bevorzugen, woran sie wohl diese erkennt, an der Menge der konsumierten Baguettes. Ja, liebe Rechtspopulistinnen und Rechtspopulisten, es gibt auch Menschen mit französischem Pass, welche weder weiß noch christlich sind. Doch wer ist an dieser Forderung interessiert? Richtig, die ärmeren Vorstädte, die sogenannten Banlieues, bei denen die Kriminalität ein großes Problem darstellt. Und das Dorf sieht schwarz. Verständlich, wenn radikale Rechte die einzigen sind, die sich um sie kümmern. Und das ist furchtbar schade. Was war sonst noch so los in Frankreich? Zum Beispiel der Krieg in der Ukraine. Dieser sorgt auch in Frankreich für Herausforderungen, vor allem für den Geldbeutel von ärmeren Menschen. Kleiner Tipp an die Franzosen. Wer kein Erdöl hat, soll doch einfach grünen Atomstrom tanken. Für alle Leute, für die das keine Option ist, nimmt der vergleichsweise hochverschuldete französische Staat voraussichtlich 2 Milliarden Spritschulden auf. Unser Finanzminister könnte sowas doch niemals rechtfertigen. Wir leihen uns Geld aus der Zukunft neben der Schuldenbremse, um die lange Vernachlässigung der Bundeswehr angesichts der Bedrohung unserer äußeren Sicherheit zu beenden. Und das ist ein schwerer Schritt, weil das Geld ist nicht da. Kommen wir zur wahrscheinlich unruhigsten Insel Frankreichs, Korsika. Dort haben korsische Nationalisten Molotow-Cocktails gegen französische Behörden geworfen. Der sogenannte Korsika-Konflikt, welcher seit 1967 bewaffnet geführt wird. Dieser hat allein dieses Jahr mehr als 70 Menschen, darunter 44 Polizisten, das Leben gekostet. Macron verschiebt Verhandlungen in die Zeit nach den Wahlen, wie seine Vorgänger auch.
Aufhören wird die Gewalt wahrscheinlich eher weniger. Es ist somit knapp für Emmanuel Macron. Hierfür habe ich einen Experten eingeladen. Herr Cosson, wie würden Sie die aktuelle Lage in Frankreich beschreiben? Interessant. Das Interview haben wir aus technischen Gründen vorher aufgenommen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Was denkt ihr so über die Wahl in Frankreich? Was kann ich besser machen? Schreibt es in die Kommentare. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Euer Tim.